Ich grüße ein herzlich willkommen heute mit einer neuen Reaktion und zwar zum High-Tide Gameplay Showcase von Total War bzw. Creative Assembly. Dieses Video ist heute online gekommen. Es ist aber leider sonst nichts weiter online gekommen. Ja, ich habe schon auf der Total War Seite geschaut, da ist leider nichts Neues mehr, aber immerhin ein Video, das 10 Minuten geht und ich würde sagen, wir schauen mal rein in die Seevölkerchen. You saved Egypt, rallied Hattusa, and settled Canaan. Now, prepare to tear it all down as you command the destiny of the Sea Peoples. Claim a new home for the Peliset, or let the world crumble as the Shaden. Frag mich gerade, ob die wirklich diese Hörner auf den Helmen hatten. One new culture, 2 new playable factions, 2 additional royal traditions, 37 new unique units, a whole boatload of new horde and settled buildings, ancillaries and titles, and enough fancy hats to make any pharaoh blush. All this and more in the Total War PHARAOH High Tide free update. As always, you can find out more about the free update and all other official channel information by following the links below, but stick around to learn more about the Shaden and the Peliset, and why they pose such a significant threat to Bronze Age civilization. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch inzwischen darauf freut. Bei mir ist es so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Im Moment noch. We'll start with the Shaden, a violent people led by Iolaus, who believes himself to be the brother of the sun god Isu. Mad or not, his destructive philosophy has been fully embraced by his followers. Ja, interessant, dass es hier gleich mit den Göttern losgeht. Der eine, der behauptet davon, ein Bruder zu sein und so weiter. Okay. Shaden arrive on the shores of Anatolia and face the same conundrum as their Peliset rivals. Settle or pillage? Fresh off the boat, we have naught but our possessions and a dream, and whilst the promise of tending the land and being productive members of Bronze Age society may appeal to some, the Shaden answer to a higher call: fire and gold. Ja, also ihr habt ja 2 Fraktionen beziehungsweise 2 Lords. Die einen, die können ja sie ansiedeln und die einen, die können eben halt nur als Horde agieren. Man kann aber auch so ein bisschen hin und her switchen, dazu kommen wir aber später noch. Ja, das sind ja in diesem einen Beitrag neu gepostet vor 2 Tagen. Und ich denke, das werden wir gleich auch noch sehen, dass man da auch irgendwie so ein bisschen hin und her switchen kann. To be the best Hoffe ich zumindest. raiders we can be, we'll embrace the War Spoils panel. Here we can quickly locate settlements that, once sacked or razed, will offer Ja, hier kann er halt Siedlungen suchen, die er jetzt nach den Ressourcen sortiert. Ja, also Siedlungen, die eben halt diese Ressourcen dann haben. a resource we're in need of. Further, we can locate nearby settlements that will offer additional conquering incentives. These include war supply. Und kann er auf dieser Seite wiederum den Preis bestimmen, beziehungsweise nach Preis einordnen. Also was er da halt eben als Preis kriegen würde, ja. Er kann das so einordnen und suchen, weil es in diesem Spiel einfach keine Agenten gibt. Ja, es gibt in Total War PHARAOH keine Agenten, womit er irgendwie die Map erkunden kann. Und deswegen haben sie jetzt hier diese Mechanik reingebracht, um eben die Siedlungen auszuspähen, welche Ressourcen die haben, was sie da kriegen würden und so weiter, damit man eben auch als Horde weiß, wo sich was am meisten lohnt. Ja, muss ja irgendwie gehen, wenn man keinen Agenten hat. Geht ja leider nicht anders. Unit experience, increased map visibility, recruitable native warriors, a fresh pool of camp labourers, and exotic ancillaries. With that in mind, we're keen to expand the Shaden's roaming camp, so we'll find the closest settlement that offers camp labourers to give a boost to our productive capabilities. Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Total War PHARAOH wenigstens ein paar Agenten habt. Also ein paar Spionen oder so oder ein paar Händler. So wie früher Medieval 2 oder so. Einfach nur so ein paar normale Standardagenten hätte ich nichts gegen gehabt. Further along the Levantine coast, Sinai and Canaan reluctantly make way for a budding new empire. The Peliset, led by Patriarch Welwetes, have claimed both the Megiddo and Ashkelon provinces, but are far from satisfied. As with the Shaden, the Peliset arrive as Also das sind jetzt die Peliset, die können sich ansiedeln.
a horde and cannot innately settle. We must first acquire the New Lands Royal Decree. You'll notice the Sea Peoples have specific types of royal decrees they can enact: hybrid focus, horde focus, or settled focus. For Walwetes and the Peliset, we'll be exploring the settled decrees, which have a focus on civilization and resource building. Also oben an der Leiste konntet ihr einordnen, was für eine Technologie ihr erforschen wollt. Und ja. In the Royal Traditions window, we're able to pursue both the Egyptian and Hittite courts, though the cost of entry is triple that of native contenders. Thankfully, the Sea Peoples are not too keen on foreign thrones and have sailed across the Mediterranean to forge their own path. But will that path leave Ja, das ist ja das, was sie neu hinzugefügt haben, mit diesem eigenen Weg, mit diesem eigenen Pfad. ash in its wake, or life? The path of the Marauders offers unique ways to kill and devastate, whilst the path of the Sea Peoples encourages different playstyles, growth, and stability. Ja, also der linke, der ist halt für die Horden. For the Peliset, we'll select the path of the Sea Peoples, which does not tie us into a settled style of gameplay. Where we come from, Er hat jetzt eben halt den anderen genommen, nicht den pure Horden-Gameplay, sondern den anderen, der ist ein bisschen flexibler. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sich das spielen lässt dann. matters little. It's our actions that define who we are. For the Sea Peoples, only actions can prove their Okay. Path of the Sea Peoples, also das sieht mir jetzt hier nicht nach Seeschlachten aus. Da haben mir einige vorher bei Reddit geschrieben und so, ja, das sind Seeschlachten und so, die kommen jetzt wieder. Nö, das sieht aber nicht so aus. Wir warten mal ab. intentions, meaning we amass points relative to how we conduct ourselves on the campaign map. Dwelling and blade points are gained based on the units and generals we recruit, and the settlements and outposts we construct. There are horde and settled variants of both blade and dwelling points, and your total scores determine your ship's placement on the graph. Each graph tile offers specific boons to emphasize your chosen style of gameplay. Also das ist so eine Art Kursausrichtung für das Gameplay, wo man dann auch einige Punkte braucht. For example, to be a primarily settled faction, the Peliset would aim to collect settled dwelling and settled blade points, which would place them in the top right quarter of the graph. No decision is final, and our playstyle can be Also er meint jetzt hier für den abwechslungsreicheren Spielstil, also nicht nur Horde, ist jetzt die Position ganz oben rechts am besten. altered at the Keine Entscheidung ist endgültig und unser Spielstil kann im Handumdrehen geändert werden. drop of a dime. Indeed, Ja, zumindest mit dem Pfad, den er eben gewählt hat. Ja. the Sea Peoples must be as fluid as water if they hope to survive in these hostile lands. To that end, armies can be converted to settled or horde at the click of a button, and our blade points are updated accordingly. This Also da könnt ihr eure Kommandanten umwandeln lassen in ganze Horden. Na, also ihr könnt die Armeen umwandeln in normale Armeen und in Horden. Geht jetzt aber wahrscheinlich nur eben halt mit diesem Pfad, den er am Anfang gewählt hat. locks the army out of horde building chains, and they can no longer recruit Und wenn er genug Punkte hat, ja, wie man hier sieht, an dieser Ressource hier. horde units. To truly become a settled people, the Peliset must expand their territory. The Sinai Peninsula will be a good starting point for our Pelestu Empire. Das sieht alles ziemlich verwirrend aus und so und alles irgendwie. Aber ich denke, man spielt sich da leicht rein. Also ich habe mich irgendwann in Ägypten damals auch reingespielt. Aber nach ein paar Ründchen hat man das dann irgendwann drauf. Wobei einiges war da auch ein bisschen unübersichtlich gestaltet. Ja, da gab es in Tech-Tree zum Beispiel so einige Sachen, die waren halt nicht markiert, aber die brauchte man irgendwann, um eben halt noch mehr Götter anbeten zu können. Ja, das musste man sich selber suchen. Aber ich denke, nichtsdestotrotz spielt man sich hier leicht rein. Also, ja. Meanwhile, the Shaden's lust for riches and ruin has taken them down the path of the Marauders. Raise and exterminate is just one new tool Iolaus and his ilk employ to spread horror and mayhem across Anatolia. Power and dominion are the aim of the game for the Shaden. To effectively destroy the world, we'll need to earn eminence points, a currency we'll use to terrorize, scheme, and annihilate our opposition, which are earned by winning battles and raising settlements. An impossible fight can be made winnable with a promise of glory. Some soldiers are loyal to power and power alone, and will turn on their brothers at a whiff of a strong leader. Likewise, sometimes your prowess is Ja, er meint hier halt, die Soldaten sind halt der Macht treu, also wer ihnen am meisten Macht verspricht. Aber ich sehe jetzt hier
keine Loyalitätsmechanik, ja. Also das ist anscheinend anders gelöst. Such that you'll dominate an entire population and incite them to turn on their masters, tear their city to the ground, and join your cause for a time. Some Also es gibt auch Rabbinen, die können sich eine Zeit lang euch anschließen. armies cannot be bribed or Na, hier ist jetzt auch die Rede von Bestechen und Machtkämpfe. turn to infighting, and so a display of power can be used to convince them of your mettle and strike fear into their hearts. Whilst ravaging the land, we'll capture some strategic locations and build Naragihi towers. These handy pit stops offer a few helpful benefits like food production or a stationable garrison to assist during sieges. Ja, also bei diesen Außenposten könnt ihr auch ganz normal ein paar Sachen bauen, um halt eure Armeen weiter zu verstärken. The effects on offer change depending on if the outpost is positioned in a raised, foreign, or occupied region. We're building 2 towers outside of Hattusa, and we'll use them to rest our troops and say a prayer to Isul. When the time comes to attack, we can rely on the camp's garrisons to reinforce us. In the meanwhile, we'll upgrade our tribal gatherings building into a tribal assembly and get ourselves some dedicated camp defenders. Hattusa will be a tough fight, so we'd best start looking into recruiting some fiercer units. We'll also build a tier 2 idol of Isul, granting us considerable favor, meaning we can devote Euleus to his brother god. But Isul is not the only god on offer, and the Sea People's deities are as diverse and wild as they themselves. Ja, ich sehe nix, danke. The Peliset Ja, lol, ey. Oh, kurz zurück. Also verspätet mich einfach die Sicht, das kann ja nicht wahr sein. and wild. Ach, das ist schon wieder zu früh. But Isul is not the only god on offer. Ja, das hier, das ist wohl das Klassische für Horden-Gameplay. Moral. Das hat And the jetzt, Sea glaube ich, People's verbessert, deities ne? are as Boah, jetzt hat er das schon wieder weggemacht. we can devote Euleus to his brother god. But Isul is not the only god on offer. Damage Resistance versus Missiles. All Units. Idols. Ah, das ist wohl hier gerade das Klassische jetzt für die Horden. Okay, mehr sieht man da jetzt leider auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es auch Gottheiten, genau wie mit den anderen Fraktionen. Die könnt ihr dann eben halt bekommen und dadurch könnt ihr eben halt weitere Boni für eure Fraktion oder vielleicht auch wie bei Ägypten für einige Kommandanten später freischalten. Ja, da gab es dann ja diese ausgewählten, die konnte man dann, da konnte man so einen Titel halt einige Kommandanten geben. And the Sea People's deities are as diverse and wild as they themselves. The Pelisets started their journey in worship to Kuvava, the mountain. Oh, jetzt zeigt das nochmal besser. Ja, das hätte ich auch vorher wissen können. Dankeschön. Jetzt haben wir hier sogar bei Prayer Waiting Income plus 20%. This Army. Das ist natürlich hervorragend. Ja, das braucht man ja als Horde. Mother. Und dort ein Charge-Bonus, Armor Piercing Melee Damage plus 10%. Hordeneinheiten. But her ways are harsh and warlike, and while Wetes has commanded his people to instead take up prayer for Levez, who offers a more level-headed philosophy. After all, it takes both plow and sword to make a people. And both Ach, man kann sich auch von Göttern abwenden. Ja gut. plow and sword have a Ich finde diesen ganzen Götterkram sowieso ein bisschen fraglich bei den Seevölkern. Ja, es ist ja alles teilweise noch ja, oder noch ziemlich unerforscht. Also von daher finde ich das sowieso ein bisschen fragwürdig, ja. allowed us to upgrade our chieftain's compound into an estate, pushing us further into the realm of the legitimate. We'll aim to establish a royal tribal palace next, primarily for the happiness, and look to further our use of oxen caravans. In Sinai, the Peliset are making considerable progress. Indeed, Nebgehez is the last foreign power remaining in the region. We've stuck to our goal and are largely a settled faction, but we've held on to a horde army as a precursor to invasion. Ja, mal eine Frage an euch. Oh, kurz mal den Untertitel wegmachen. Wie findet ihr die Unit-Cards hier so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich finde die jetzt nicht besonders dolle, ne? Also da hatten wir auf jeden Fall schon bessere. Their role has been to seed discord and discontent ahead of our full army's arrival. While Wetes and his forces follow close behind, and his trapper ancillary helps to fatigue the region's defense. Oh, er hat seinen eigenen Trapper. Waiting Income plus 10%. Our horde army has
Das kann man auch bestimmt mit anderen Sachen noch zusätzlich stapeln. Wie wir eben gesehen haben bei den Gottheiten, da gab es ja auch Waiting Income. Plus 20% waren das, glaube ich. Und dann kann man das schön stapeln und ja, dann eben halt für jede Siedlung, die niedergerissen wird, kriegt man dann auch bestimmt ordentlich Zaster. Surrounded the capital and built the necessary siege equipment, whilst Walwetes has dealt with nearby fort garrisons and standing armies. We'll begin our final siege shortly. But as it's Shemsuhor and we've not used our faction command, we have access to oxen carts in the special recruitment tab. We'll add a unit to Walwetes' army. Ja, die Unit-Cards von den Ochsenkarren, die sind jetzt aber auch eher Standard. Oh, hier sind die Werte. Charge-Bonus 30. Mhm. Nahkampfangriff 61. Nee, 26. Damage 61. Begin the invasion proper. To say the Peliset are honourable might be a bit of a stretch, but they do abide by their own rules of engagement. As such, generals with the champion in single combat title can initiate single combat with the enemy general. A successful use of the title rids Nebgehaz of its garrison general and makes for an easier conquest. The Shaden are even less honourable and would gain the upper hand in combat by any and all means. Also er konnte oder kann mit einem seiner Generäle konnte jetzt mit dem gegnerischen General ein Duell machen, ja, damit die Moral halt der Garnison sinkt. Iolaus' scouts give us a considerable foresight advantage for better strategic planning, and the bonus to port raising can keep us going for longer without need of a rest. Further, on a successful use of the First Blade title, we can fake out the Hittite standing army, driving them into the awaiting swords of a nearby ambush. With the odds turned in our favour, we'll activate our faction command Heat of the Battle to wait for the perfect attacking weather conditions before striking at the heart of the Hittites' cultural identity. Amongst the Das mit dem Duell jetzt eben, das fand ich eigentlich gar keine schlechte Mechanik. 37 new units on offer, the Shaden boast various melee and ranged, light, medium and heavy armor wearing warriors to suit every occasion. From the Shaden Achso, jetzt zeigen sie noch ein paar neue Einheiten, okay. Ja, die sehen das soweit ganz in Ordnung aus. Warband to the Naregi seasoned harpooneers. Iolaus' hordes will take until nothing remains. Ach, das waren noch welche mit Harpunen, okay. Akin to their Shaden cousins, the Peliset are equally as diverse and varied, ready for any and all conflicts they may face. None are as ready to claim new lands as the renowned Palastu swordsman. None, perhaps. Naja, die gehen. Peliset Marines. Und rechts Peliset Swordsman. Gut, der ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber man sieht ihn noch. Than their horde-like counterparts, the Peliset Marines. Ja gut, aber im Gegensatz zu diesen einfachen Soldaten und zu den ganzen Bauern und Plänklern sehen die schon wirklich gut aus, ja. Also für damalige Verhältnisse. Der hat eine ungewöhnliche Schildform. The seas awaken, and new threats approach the shores of civilization. High tides both sweep away and bring unexpected treasures. Will you embrace the collapse, carve yourself a home, or become a nomad? To survive the trials ahead, you must be as fluid and as violent as the sea. What will you become? Ja. Let us know in the comments below or follow our links to find out more. Gut, das Video war soweit ganz in Ordnung, fand ich. Hat einen netten kleinen Einblick verschafft. Auch wenn einige Sachen ein bisschen zu schnell gezeigt worden sind, muss ich ehrlich sagen. Ja, gerade dann, wenn das dann auch noch Englisch ist, dann ist es immer ein bisschen verwirrend. Ja, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Oder vielleicht auch eine Kampagne spielen, weiß ich noch nicht. Und ich
freue mich dann auf den 25. Januar, da ist dann nämlich der Release. Und wenn ihr weiter up to date bleiben wollt, hinterlasst auch gerne ein Like und ein Abo hier auf meinem Kanal und natürlich auch bei dem Kanal von Total War. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.